Hallo meine Freunde, hola Madridistas, Schiedsrichterrevolution in Spanien. Oder doch nicht? Was da los ist, erfahrt ihr natürlich in dem Video. Dann gibt es auch Neuigkeiten im Fall Negreira. Da war ja jetzt einige Monate Ruhe. Was da der letzte Stand der Dinge ist, erfahrt ihr auch in diesem Video. Und dann unterhalten wir uns natürlich auch über Real Madrid. Denn in etwas mehr als 48 Stunden spielt Real Madrid das Achtelfinale der Club-WM gegen Juventus Turin. Und es gibt gute Nachrichten für die Königlichen. Was da los ist, erfahrt ihr in dem Video. Viel Spaß dabei. Gestern in meinem Video habe ich noch gesagt, ich möchte keine Mannschaft jinxen, bevor sich am Ende die Wetthäuser wieder die Taschen voll machen. Aber ich glaube, selbst meine Jinxkraft hätte bei Paris Saint-Germain gegen Inter Miami nichts geändert. Dieses Ergebnis stand vor dem Anstoß schon fest. Paris Saint-Germain spielt in einer anderen Welt als Inter Miami. Das hat man gestern in der ersten Halbzeit gesehen. Es stand zur Halbzeit schon 4:0. Das war dann auch der Endstand. Paris hat in der zweiten Hälfte einfach nur Kräfte gespart. Und ganz ehrlich, also die amerikanische Liga ist bei dieser Club-WM die am schlechtesten davongekommen ist, meiner Meinung nach. Denn da sieht man noch den Unterschied zu den anderen Elite-Ligen. Ja, und es gab eine Szene, die sehr unschön war. Und zwar hat Messi den Gegenspieler versucht zu schlagen. Ich verstehe es nicht. Und was ich auch nicht verstehe ist, wenn das ein Cristiano Ronaldo gemacht hätte, könnt ihr euch vorstellen, was in der Presse stehen würde. Aber man sieht mal wieder, wer wie behandelt wird, aber auf dieses Thema möchte ich nicht so sehr eingehen. Ja, beim zweiten Spiel haben die Bayern sich auch verdient gegen Flamengo durchgesetzt. 4:2, Harry Kane, 2 sehr, sehr schöne Tore. Und ich glaube, man sieht im Laufe des Turniers, dass die europäischen Mannschaften immer mehr ankommen. Die sind jetzt inzwischen an die neuen Uhrzeiten, an die neuen Temperaturen, an die Stadien, an den Fußball immer mehr gewöhnt. Und umso länger das Turnier geht, ich glaube, umso mehr sieht man den Unterschied zwischen den europäischen Top-Mannschaften und den Mannschaften aus den anderen Regionen. Die Bayern haben sich absolut verdient durchgesetzt. Ja, ob meine Theorie stimmt, können wir heute Abend schon überprüfen. Heute nur ein Spiel um 21 Uhr. Inter Mailand gegen Fluminense. Werden wir schauen, ob die Italiener sich durchsetzen oder nicht. Ja, das war's zur Club-WM. Jetzt kommen wir zur Kategorie Zuschauerkommentare. Und diesmal mache ich die ein bisschen anders, denn ich habe euch gestern eine Frage gestellt. Portadas. Soll ich das weitermachen oder nicht? Und es gab einige, die geschrieben haben, ja, ich blende das mal ein, super Sache, möchten wir gerne. Aber es gab auch andere, die gesagt haben, nee, brauchen wir nicht, lass das, etc., das gibt's schon woanders, etc. Und dann habe ich einfach entschieden, machen wir es doch einfach sinnvoll. Ich werde in Zukunft Portadas machen, wenn es eine Portada zum Thema Real Madrid ist. Oder eine, die interessant ist für den Fußballfan hier in Deutschland. Kann ja auch irgendwas anderes sein. Zum Beispiel gestern gab es zweimal mehr oder weniger die gleiche Portada von Ilia Topuria, der übrigens auch Madridista ist in diesem Sinne. Der hat halt im UFC, hat er einen Kampf gewonnen, ist bis jetzt ungeschlagen. Aber das sind Themen, die für diesen Kanal relativ uninteressant sind. Deshalb werde ich mich in Zukunft bei Portadas daran halten, wenn es um Real Madrid geht, dann werde ich die Portada besprechen und ich hoffe, das ist eine gute Alternative. Ja, und jetzt habe ich euch angekündigt, Fußball- oder Schiedsrichterrevolution in der spanischen Liga. Hören wir uns dazu einmal die Experten an. Das heißt, am kommenden Mittwoch wird der Verband das neue Organigramm bekannt geben, das dem bisherigen nur wenig ähneln wird. Es wird einen Präsidenten des CTA geben müssen, weil das Gesetz vorschreibt, dass der Verband einen Präsidenten des CTA haben muss. Merke dir den Namen David Fernández Borbalán, ehemaliger internationaler Schiedsrichter, als möglichen neuen Verantwortlichen für das Schiedsrichterwesen in Spanien. Dieser Präsident des CTA wird einen Vorstand haben, in dem es einen Verantwortlichen für institutionelle Beziehungen geben wird, also einen Sprecher, der nicht unbedingt Schiedsrichter sein muss.
Es wird einen technischen Verantwortlichen für die Schiedsrichter geben, also einen technischen Direktor. Es wird eine Verantwortliche für das Frauenschiedsrichterwesen geben, wobei es naheliegend ist, dass Yolanda diese Position weiterhin innehat, einen Verantwortlichen für den VAR, der Klaus Gomez ersetzt, eine Person, die für die Entwicklung von KI und neuen Technologien für das CTA zuständig ist, denn die künstliche Intelligenz wird im neuen Komitee eine sehr wichtige Rolle spielen. Ja, ihr habt es selber gehört. Medina Cantalejo, der Chef des spanischen Schiedsrichterkomitees des CTAs, wurde entlassen. Der Mann, der unter anderem gesagt hatte, Negreira hatte nie irgendwas zu sagen und im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass der uns alle belogen hat. Ja, der wurde entlassen. Und auch ein Klaus Gomez, der Chef des VARs. Und viele von euch wundern sich jetzt bestimmt, Mario, warum sitzt du da nicht mit einem Riesenlachen? Real Madrid kämpft doch dafür seit Monaten, du doch auch. Warum bist du nicht glücklich? Ja, ganz ehrlich, weil das für mich ein bisschen eine Verwaschung der Tatsachen ist. Denn Real Madrid hat nicht dagegen gekämpft unbedingt, dass diese beiden ausgewechselt werden. Madrid möchte ein neues, frisches, sauberes Schiedsrichterwesen in Spanien. Real Madrid hat ja mit diesem Kampf angefangen, als herausgekommen ist, dass der FC Barcelona Enriques Negreira gezahlt hat und unter seiner Fuchtel die Schiedsrichter, die bis heute noch pfeifen, ihre Karriere gemacht haben. Ja, und es wird so bleiben. Es werden die gleichen Schiedsrichter sein. Und das Ganze, was das Ganze für mich noch schlimmer macht, ist, als neuer Chef des CTAs ist Fernández Borbalán im Gespräch. Fernández Borbalán, den der Sport, also die Barcelona Tageszeitung, bezeichnet hat als den Talisman-Schiedsrichter des FC Barcelonas. Ihr könnt es hier recht selber lesen. Talisman-Schiedsrichter. Barca und Fernández Borbalán markieren einen historischen Meilenstein in La Liga. Der FC Barcelona hat jetzt seinen Talisman-Schiedsrichter, David Fernández Borbalán. Das ist ein Schiedsrichter, unter dem der FC Barcelona eine Siegquote hatte von 83%. Kann man denken, ist normal, Barcelona ist eine gute Mannschaft. Real Madrid hatte im Laufe seiner gesamten Karriere unter Borbalán 56% Siegquote. Der hat 3 Clásicos gepfiffen, alle 3 hat Barcelona gewonnen. Der hat 5 Derbys gepfiffen. Wenn man schon denkt, Clásicos, Barcelona war gut, alles gut. Clásicos, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Wir reden über das Real Madrid von Cristiano Ronaldo etc. Real Madrid hat unter diesem Mann bei 5 Derbys nur 1 gewonnen. Also, das ist keine Säuberung des spanischen Schiedsrichterwesens, was Real Madrid haben will. Real Madrid möchte einfach nur, dass aufgefrischt wird. Holt einen Chef von mir aus England, Uruguay, wo auch immer, der komplett unabhängig ist. Und tauscht diese Schiedsrichter aus, die unter Negreira ihre Karriere gemacht haben. Also, für mich ist das einfach nur eine Verwässerung der Tatsachen. Es ist die gleiche Krankheit, nur ein anderes Symptom. Also, das ist meine Meinung. Deshalb wollte ich erstmal die Sachen abwarten. Vielleicht täusche ich mich, vielleicht wird Fernández Borbalán ja doch nicht Chef des CTAs, aber ihr habt im Video selber gehört, dass er Top-Favorit ist. Sind wir mal gespannt, wie das Ganze läuft. Vielleicht seht ihr das auch anders, könnt ihr gerne in den Kommentaren. Das ist übrigens allgemein so eine Sache. Ich werde es nie schaffen, die gleiche Meinung von jedem Einzelnen von euch zu vertreten. Und das ist ja gut so. Ich bin ja nicht allwissend. Und wir haben bestimmt auch mal unterschiedliche Meinungen, wo ihr recht habt und ich nicht. Ich bin ja nicht besser als irgendein anderer. Ich werde mich in meinem Leben genauso oft vertun wie ihr auch. Deshalb seid auch ein bisschen fairer manchmal bei den Kommentaren, also was man sich da so durchlesen muss. Wenn ich nichts über die Schiedsrichter sage, heißt es, Mario, du hast doch den Kanal gegründet, um über die Schiedsrichter zu reden oder um über den Negreira-Fall zu reden. Wenn ich dann was drüber sage, heißt es, hör doch auf, immer über Barcelona zu reden. Immer?
Ich glaube, ich habe jetzt inzwischen bis auf gestern seit Wochen oder so gar nicht mehr über den FC Barcelona geredet. Ihr könnt euch ja die ganzen Videos mal anschauen. Naja, wie dem auch sei, wäre cool, wenn ihr versucht, ein bisschen fairer in den Kommentaren zu sein. Ja, wenn wir schon mal beim Thema Negreira sind, auch da gibt es neue Informationen. Denn eine der Sachen, die mich am meisten frustriert, ist immer, wenn man irgendwas zu diesem Fall Negreira sagt, gibt es immer diesen einen Schlaukopf, der sagt, es ist übrigens bewiesen worden, dass da nichts dran war. Das hat der spanische Gericht so geurteilt. Ich weiß nicht, woher es immer diesen einen Intelligenzbolzen gibt. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Der Richter wurde ersetzt, weil der alte Richter, der gesagt hat, das ist sportliche Korruption, inzwischen in Rente gegangen ist. Der Mann ist zu alt geworden. Es kommt eine neue Richterin und die hat direkt losgelegt mit folgender Entscheidung. Der Richter im Fall Negreira lädt Laporta, Luis Enrique und Valverde als Zeugen vor. Der Richter hält diese 3 Aussagen für erforderlich, nachdem die Staatsanwaltschaft sie angefordert und für besonders relevant gehalten hat. Also, es ist absoluter Quatsch, dass der FC Barcelona freigesprochen wurde oder woher die sowas immer nehmen, ist mir total rätselhaft. Naja, wahrscheinlich hat Visca Barça mit seiner Aussage damals auch nicht geholfen. Wie dem auch sei, der Fall geht in die nächste Instanz. Es wird eine Aussage geben vor Gericht unter Eid von Joan Laporta, Luis Enrique und Ernesto Valverde. Ganz einfach. Laporta werden sie fragen, wofür waren die Zahlungen, und Luis Enrique und Ernesto Valverde werden sie fragen, habt ihr denn diese berühmten Schiedsrichterberichte je bekommen? Und wären diese Berichte, die ihr bekommen habt, wenn ihr die bekommen habt, überhaupt diese Ausgaben wert? Also danach wird gefragt, ein Ernesto Valverde hat übrigens schon mal in einem Interview gesagt, dass er diese Berichte nie bekommen hat. Also, naja, werden wir sehen, was da passiert. Ja, Schluss jetzt mit Schiedsrichtern, Schluss jetzt mit Negreira. Kommen wir zu Real Madrid. Ich lasse mal nebenbei das Training laufen zur Vorbereitung auf das Spiel gegen Juventus Turin. Ja, und bei Real Madrid gibt es gute Nachrichten. Fangen wir mit der ersten guten Nachricht an. Er einen Schritt weiter ist, oder 2 oder 3, ist ein Kylian Mbappé. Man kann quasi von einer Wunderheilung sprechen. Der macht die Trainingseinheiten von Real Madrid von A bis Z komplett mit. Er ist wieder da. Er wird gegen Juventus Turin auf jeden Fall im Kader stehen. Einige sagen sogar, er wird von Anfang an spielen. Ich glaube es persönlich nicht. Er hat 5 Kilo verloren. Das spürt natürlich ein Körper. Und außerdem hat Gonzalo Garcia so eine tolle Arbeit geleistet, dass ich irgendwie nicht glaube, dass ein Xabi Alonso ihn jetzt herausholen wird. Also, gute Nachrichten, ein Kylian Mbappé ist zurück. Er kann gegen Juventus Turin vielleicht die letzten 20 Minuten, vielleicht die letzte halbe Stunde helfen. Aber ich glaube nicht, dass er von Anfang an spielen wird. Trotzdem sind wir froh, dass der Franzose wieder da ist. Wer eventuell auch nominiert werden könnte, das ist noch ein WM. Gegen Juventus wird er da sein, wenn wir uns weiter qualifizieren. Gegen die Nächsten etc. pp. Florentino Perez bleibt jetzt in den USA, bleibt bei der Mannschaft, um die Mannschaft zu unterstützen. Ja, und bevor ich das Video beende, noch eine gute Nachricht. Ich blende euch mal die Tabelle, die sehr interessant sein sollte, vor allem für Florentino Perez. Das sind die Einnahmen von den Mannschaften bei dieser Club-WM. Diese Tabelle ist nicht ganz aktuell, da sind noch nicht die Spiele von gestern mit einberechnet, aber man kann sagen, Real Madrid hat für 3 Gruppenspiele fast 50 Millionen Euro bekommen. Für 3 Spiele. Die haben den Dienhausen quasi mit 3 Spielen gegen Pachucas, Al-Hilal und Salzburg refinanziert. Also, das ist eine absolute Goldgrube. Diese Gelder sind gerne in den Kassen vom Bernabeu gesehen. Und mal schauen, sollte Real Madrid dieses Ding gewinnen, können es über 150 Millionen Euro werden. Also dann könnte vielleicht sogar noch der ein oder der andere dicke Transfer kommen. Also das sind die Zahlen. Wie gesagt, die Spiele von gestern sind nicht dabei. Aber für uns Madridistas sind das unglaubliche Zahlen. 50 Millionen Euro bisher für 3 Spiele. Naja, wie dem auch sei, das ist die Aktualität rund um Real Madrid. Ich hoffe, dieses Video fandet ihr interessant, hat euch gefallen. Wie gesagt, seid etwas lieber in den Kommentaren, wenn es geht. Wenn ihr schon mal da seid, liken, teilen, followen. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ihr tut mir einen Riesengefallen. Und wir sehen uns morgen bei meinem nächsten Video wieder. Bis dahin.
la Marie!